Im heutigen Teil unserer SD-WAN-Serie beschreiben wir verschiedene Optionen, wie Unternehmen auf eine moderne, softwaredefinierte WAN-Architektur umsteigen können. In der Tat gibt es eine Reihe von Optionen für die Entwicklung, Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung des laufenden SD-WAN-Betriebs. Dazu gehören Do-it-yourself oder Do-it-yourself mit Unterstützung eines externen Integrators für die anfängliche Bereitstellung und Konfiguration, ein vollständig verwalteter, schlüsselfertiger SD-WAN-Service von einem Managed Service Provider oder ein hybrides Co-Managed Service Modell, das einen Zugang zu laufenden Verwaltungsfunktionen bietet, aber von einem Partner betreut wird. Bevor ich nun auf die Feinheiten der verschiedenen Bereitstellungsmodelle eingehe, möchte ich einen Überblick über die Aktivitäten geben, die für eine erfolgreiche SD-WAN-Bereitstellung nötig sind. Wir werden diese in 4 Phasen betrachten, die unabhängig vom gewählten Bereitstellungsmodell durchgeführt werden müssen. Diese sind Entwurf und Bewertung, Aufgabe der Netzinfrastruktur, Implementierung und laufender Betrieb. Die Entwurfs- und Bewertungsphase umfasst alle Planungs- und Entwurfsaktivitäten für das SD-WAN. Die Analyse von Verkehrsmustern, Bandbreitenplanung nach Standort über die nächsten 12 bis 24 Monate oder länger, die Definition der Servicequalität und Sicherheitsrichtlinien für verschiedene Anwendungsklassen. Und natürlich auch Festlegung der zu bündelnden verschiedenen Warentransportdienste wie Breitbandinternet, LTE und MPLS-Dienste oder Ethernet, die an jedem Standort benötigt werden. Zu den Aufgaben im Bereich der Netzwerkinfrastruktur gehören die Festlegung der spezifischen SD-WAN-Appliances, die eingesetzt werden, und die Entscheidung, ob diese je nach Standort physisch oder virtuell sein sollen, sowie die Bereitstellung zusätzlicher WAN-Leitungen, falls erforderlich. Die Implementierungsphase umfasst die Festlegung des Migrationsplans für das bisherige WAN-Design, das wahrscheinlich auf herkömmlichen Routern basiert. Dann werden die SD-WAN-Appliances bereitgestellt, die Anzahl der zu migrierenden Standorte pro Tag oder pro Woche festgelegt und die Vorkehrungen für die zwischenzeitliche Bedienung noch nicht migrierter Standorte getroffen. Und natürlich die Definition der Anwendungs- und Sicherheitsrichtlinien, um festzulegen, wie die verschiedenen Verkehrsarten in ihrem SD-WAN behandelt werden sollen. Und schließlich befasst sich der laufende Betrieb mit Änderungen am SD-WAN. Neue Standorte, neue Anwendungsanpassungen, Quality of Service oder Sicherheitsrichtlinienänderungen und so weiter. Zum laufenden Betrieb gehören auch die Verwaltung von Software-Updates, die Überwachung der SD-WAN und Anwendungsleistung, aber auch die Berichterstattung. Und natürlich die Behebung von Problemen, die auftreten können. Beim Do-it-yourself-Bereitstellungsmodell ist das Unternehmen für alle Aufgaben und Aktivitäten, die ich gerade definiert habe, selbst verantwortlich. Diese Aufgaben lassen sich oft von Organisationen erfüllen, die über IT-Mitarbeiter mit einem breiten Erfahrungsschatz und freien Kapazitäten verfügen. Die Vorteile des Do-it-yourself-Modells sind, dass das Unternehmen die vollständige Kontrolle über den gesamten SD-WAN-Lebenszyklus hat und die Abhängigkeit von Warentransportanbietern minimiert. Andererseits müssen Sie selbst Ihre SLA absichern und über hinreichend freie Kapazitäten hierfür verfügen. Für mittelgroße Unternehmen oder solche mit begrenzten IT-Ressourcen können diese Aufgaben abschreckend wirken. Viele Unternehmen möchten lieber auslagern und einen SLA für ihren Netzbetrieb einkaufen, um ihre eigenen Ressourcen auf ihr Kerngeschäft und strategische Themen zu konzentrieren. Das zweite Modell, das ich zuvor beschrieben habe, ist das Do-it-yourself-Modell mit Unterstützung durch einen externen Integrator.
Das Unternehmen erwirbt seine SD-WAN-Software und Hardware nach wie vor vom Anbieter, beauftragt aber einen Integrator mit der Unterstützung bei Entwurf, Bereitstellung, Implementierung und anfänglicher Konfiguration. Manchmal handelt es sich dabei um den Anbieter, bei dem das SD-WAN gekauft wurde, manchmal um einen unabhängigen Drittintegrator. Der Vorteil dieses Modells besteht darin, dass das Unternehmen immer noch die volle Kontrolle über den SD-WAN-Lebenszyklus behält, aber die Einführung schneller vorantreiben kann, als wenn es dies selbst machen würde. Das vollständig verwaltete SD-WAN-Bereitstellungsmodell ist für ein Unternehmen am einfachsten. Es bietet einen einzigen Ansprechpartner, den sogenannten Single Point of Contact oder One Throttle to Choke. Der Anbieter kümmert sich also um alles, das Design, die Bereitstellung und alle laufenden Verwaltungsvorgänge. Ein vollständig verwalteter Service beinhaltet eine Service-Level-Vereinbarung für SD-WAN-Management, Leistung und Verfügbarkeit der einzelnen Komponenten. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Unternehmen seine IT-Ressourcen nun für andere strategische Projekte einsetzen kann. Da es sich bei einem vollständig gemanagten Dienst um ein OPEX-Kostenmodell handelt, schont er das Investitionskapital des Unternehmens, aber ist möglicherweise nicht die kostengünstigste Option. Für einen richtigen Kostenvergleich muss jedoch jeder selbst entscheiden, wie er seine Total Cost of Ownership kalkuliert. Bei unserer letzten Bereitstellungsoption, der Co-Managed-Option, handelt es sich um ein Hybridmodell. Die SD-WAN-Hardware und Software befinden sich in der Regel im Besitz des Managed Service Providers. Der Kunde zahlt eine monatliche Rechnung für einen SD-WAN-Dienst, genau wie bei einem vollständig verwalteten Dienst. Der Co-Managed Service bietet dem Kunden jedoch eine Reihe von Anzeige- und eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten. So kann der Kunde Einblick in die Leistung des SD-WAN, seiner einzelnen Anwendungen und der zugrunde liegenden Transportdienste erhalten, oder der Anbieter könnte sogar ein Verwaltungsportal bereitstellen, das es dem Kunden ermöglicht, eigene Änderungen an den Anwendungsrichtlinien vorzunehmen. Ein Vorteil des gemeinsam verwalteten SD-WAN-Services ist, dass das Unternehmen ein gewisses Maß an Kontrolle behält. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Informieren Sie sich in unserem Online-Check, anbieterunabhängig und neutral, zu aktuellen Preisen und SD-WAN-Lösungen. Wenn Sie sich fragen, welcher SD-WAN-Ansatz der beste für Sie ist, sprechen wir miteinander. Vereinbaren Sie jetzt ein Online-Meeting mit uns, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail. Wir freuen uns, Ihnen eine Handvoll der besten Lösungen vorzustellen, anstatt Sie mit vielen Ansätzen alleine zu lassen. Rufen Sie mich an. Wir sparen Ihnen eine Menge Zeit und Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung. Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video.